Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Der unerreichte, doch wieder erkannte Fragrance Dog aka Dennis aus Hamburg ist wieder am Start. Yes! 10 Düfte, den Frauen nicht widerstehen können. Frauen hängen euch, ja, sprichwörtlich an den Hals, wenn ihr diese Düfte am Hals tragen solltet. Ihr solltet natürlich auch ein bisschen am Hals sprühen, aber das ist ein anderes Thema, wie ihr Düfte aussprüht. Auf jeden Fall diese 10 Düfte, das sind Düfte von allerfeinsten. Und wer noch nicht hier war, der sollte auf jeden Fall hier bleiben und die Glocke drücken und diesen Kanal definitiv abonnieren. So, weil hier seid ihr auf dem richtigen Kanal. So, jetzt zeige ich euch mal 10 Düfte, die auf jeden Fall für Frauen, ja, wo Frauen einfach das Herz aufgeht. Der erste ist Dior Homme Intense. Yes! Obwohl das ein Duft ist, der wie ein Lippenstift riecht oder ein Schminkkasten, wenn ihr diesen Duft trägt, dann ist die Frau, ja, hin und weg. Das ist schon ein geiler Duft, obwohl er so ist, und auch eine Frau kann den natürlich tragen. Das kommt ja auch dazu, wenn eine Frau einen Duft auch sehr gut tragen kann, obwohl es ein Männerduft ist. Ist ja klar, dass die Frau diesen Duft liebt, und der ist so pudrig durch die Iris. Absolut ein Meisterwerk im Flakon. Ich persönlich finde das Parfüm besser, noch einen Tick besser, aber der Intense ist doch sehr, sehr beliebt, sorry. Ja, es ist einfach ein geiler Duft. Absolut nice. Ich weiß nicht, wie die aktuelle Version ist. Die hat hier schon richtig Jahre auf dem Puckel. Das sieht man auch. Ich habe immer noch ein Glück genug. Beast Mode war es nie, ne? Aber ein Traumduft zum Date. Ja, für einige Sachen sehr, sehr nice. Dann haben wir einen Duft, für den ich am meisten Komplimente bis jetzt bekomme. Prada Luna Rossa Sport. Yes. Der Sport ist wirklich ein geiler Duft. Selbst von Männern bekomme ich Komplimente für diesen Duft. Der hat eine Süße, hält über 10 Stunden. Ich habe nach 10 Stunden noch ein Kompliment für diesen Duft bekommen. Also weil viele sagen, der hält nicht so lange. Der ist nice. Und er hat so eine leichte Lemal DNA, aber auch nur 10%. Der Rest ist eigenständig. Die Luna Rossa Version. Cremig, Vanille, süß. Richtig geil. Also geiler. Für mich ist der Sport der beste aus der Reihe, und wenn der hier liegt, es ist geil. Es ist einfach ein Traumduft, auch in Clubs, in Bars zu benutzen, zum Date, zum Kuscheln, zum keine Ahnung was. Auf jeden Fall sehr geiler Duft, der Prada Luna Rossa Sport. Dann als nächstes Concierge auf Erba Pura. Ja, und ich habe ihn tatsächlich jetzt bei warmem Wetter das erste Mal getestet, weil ich ja immer der Meinung war, das ist ein Winterduft, aber ganz ehrlich, ich habe an dem Tag sofort ein Kompliment bekommen. Der funktioniert auch bei Wärme, obwohl er extrem süß ist. Das ist ein Früchtecocktail mit Zucker übergossen, aber sehr nice, auch wenn es warm ist. Natürlich muss man da nicht viel sprühen. Ich hatte trotzdem 5 Sprüher drauf. Sehr, sehr nice, absolut geil. Und der kommt einfach gut an, ob im Winter oder jetzt tatsächlich im Sommer. Also Leute, ne, ich habe es jetzt mal probiert. Danke für die Hardcore-Follower, die hier am Start sind. Jetzt habe ich es mal gemacht bei 24 Grad. Man darf nicht vergessen, dass in der Sonne noch wärmer ist. Also der geht richtig gut, und ja, der kommt auch richtig gut an. Denn. Aber es ist eben auch ein geiler Duft. Aber er ist sehr extrem süß. Also das muss man als Mann mögen. Aber ich mag es. Erba Pura, muss man eigentlich nicht viel zu sagen. Es ist ein Klassiker inzwischen oder von der Brand hier, und sehr, sehr geil. Der nächste ist Nouveau Monde von Louis Vuitton. Ja, warum ist der so beliebt bei Frauen? Oder warum schmelzen die Frauen dahin? Weil er einfach wie eine Louis Vuitton Ledertasche riecht und wie der Store. Und dann muss ich auch nicht mehr so sagen, oder Leute, Männer? Meine Frau hat mir auch letztens gesagt, eine neue Handtaschenkollektion kommt auf den Markt. Was heißt das wohl? Eine neue Handtasche, würde ich mal sagen. Aber der Duft ist auch geil. Leichtes, weiches, weißes Leder und umgibt dich. Geil und extrem. Da kann man richtig gut mit ausgehen, essen. Da ist man ein Gentleman, ein Mann. Richtig nice. Also Nouveau Monde ist doch wirklich
nice. Und da liegt die Betonung auf nice, wie der Dog immer so schön sagt. Wirklich. Ich habe den so oft jetzt vorgestellt. Mehr muss ich da, glaube ich, nicht zu sagen. Der nächste ist Layton von Parfums de Marly. Ja, der Clubduft, der Apfelduft, der bessere Boss Bottle. Süß, Apfel, Vanille, Apfel. Sehr nice. Und ja, was soll ich dazu sagen? Einer der besten süßen Düfte auf den Planeten, auf dem Markt. Funktioniert einfach immer sehr, sehr nice. Und den stelle ich seit Jahren vor. So gut. Also wirklich, das ist ein Apfelkuchen von allerfeinsten. Das bessere Boss Bottle, obwohl Boss Bottle immer noch nice ist. Damit möchte ich nicht Boss Bottle schlecht machen. Boss Bottle kommt noch immer noch gut an. Das ist wie die Le Male, Job Homme und so weiter. Da muss man gar nicht drüber reden. Aber hier Layton solltet ihr auf jeden Fall mal testen. Gleich vorweg, falls die Frage wieder kommt, was hältst du von den Layton Exclusive? Habe ich auch. Das ist die noch etwas männliche Version. Hier ist auch etwas für, also den kann auch Jüngere tragen, den Exclusive, sorry, mein Gott, können auch Jüngere tragen. Aber er ist doch ein bisschen mehr Gentleman und ja, ein bisschen, wie soll ich sagen, luxuriöser kommt der rüber. Und das ist hier Clubduft von allerfeinsten. Aber Frauen lieben diesen Duft. Layton. So, hatten wir eben von gesprochen. Le Male, Jean Paul Gaultier ist der nächste. Was soll ich dazu sagen? Zu dem Duft muss man wirklich gar nichts sagen. Ja, das ist der Aufreißerduft schlechthin und Frauen mögen ihn immer noch. Auch diese Version ist immer noch stark. Leider nimmt man ihn selber nicht so wahr, weil bei diesem Duft was drin ist, wo die Nase zumacht und denkt dran nochmal die Story zum tausendsten Mal. Wenn ihr nichts mehr riechen könnt, auch bei anderen Düften, kann es sein, wenn ihr jeden Tag Düfte benutzt, ich sage das auch grundsätzlich immer für die Neuen, die das erste Mal hier sind, dann kann das sein, dass die Nase irgendwann dicht macht und keinen Duft mehr wahrnimmt. Jedenfalls einige Düfte nicht mehr. Und meistens ist er dabei, da ist was drin, keine Ahnung, was die Nase da zumacht und warum die zumacht, aber andere riechen den und der füllt immer noch Räume. So, aber das ist wie gesagt auch Tagesform und so weiter und so fort. Aber Le Male von Jean Paul Gaultier ist einfach ein Biest und immer noch nice. Der Kaugummi-Duft im Endeffekt immer noch, ne? Also Bergamotte, Vanille und so weiter und so, Kardamom, sehr, sehr nice. Der nächste ist Falcon Leather von Matière Première. Und ja, was soll ich dazu sagen? Der kommt wirklich gut an, obwohl es wirklich ein rauchiger, extrem starker Lederduft ist. Aber ein Lederduft, es ist ein Safran-Lederduft, aber von allerfeinsten. Ja, das ist wirklich gute oder geile Kunst im Flakon. Und Falcon Leather sollte man auf jeden Fall mal getestet haben. Und mehr muss ich nicht sagen. Für mich ist er rauchig, Leder, Safran und extrem, ein bisschen auch hell, frisch, ne, frisch in Background und geiler Flakon und der hat Dampf und Power und der ist wirklich, das ist ein Meisterwerk im Flakon, der gefällt mir schon wirklich gut und wenn ihr den tragt, Frauen mögen diesen Duft tatsächlich. Natürlich, nicht jede Frau, aber auch nicht jede Frau macht Layton, nicht jede Frau macht Le Male und so weiter, ne, also denkt dran, aber Falcon Leather, das ist schon sehr, sehr nice. So, als nächstes kommt mein Signaturduft immer noch und was soll ich sagen, Search of Naxos. Ja, das ist einfach, das ist Tabak, Honig, Vanille von allerfeinsten. Das ist Beast Mode, jedenfalls ich habe hier, ihr seht das auch von der Farbe, das ist die allererste Version, wo der Duft rausgekommen ist. Ein bombastischer Haltbarkeit, über 16 Stunden. Dementsprechend habt ihr aber auch eine Ausstrahlung von über 10 Stunden. Das ist ein Monster. Und denn diese Cremigkeit und dieser Honig, alles perfekt zusammengefügt. Ich glaube, das ist mit einer der besten Düfte auf diesem Planeten, auch von der Qualität, von der Zusammenfügung der Inhaltsstoffe. Also was soll ich sagen, Naxos. Und ich werde den auch noch in 30 Jahren geil finden. Ich hüte den natürlich und trage den ganz selten, weil ich möchte auch nicht so viel von diesem Duft bekommen, dass ich irgendwann sage, ich habe die Schnauze voll. Habe ich eigentlich bei keinen Düften. Ich bin einer, ich kann auch 30 Jahre. Ich trage auch noch Le Male, Job Homme, Boss Bottle und so weiter. Und ja, das ist... was soll ich da noch zu sagen? Naxos eben. Und wie gesagt, es hat ja einen Hype bekommen, seitdem Shindy da, glaube ich, ihn mal ein Foto. Ich habe den schon vorher gehypt. Ich habe den seitdem er auf dem Markt ist gesagt, wo ich den das erste Mal gerochen habe. Wow, wow, wow. Absolut nice. So, der vorletzte und letzte machen wir mal, oder die machen wir mal zusammen. Und zwar Aventus und Aventus Cologne. Ja.
Frauen lieben einfach Aventus. Ob das jetzt das Original ist, mit der Ananas, leider nicht mehr rauchig, aber die DNA, das Cremige, auch nicht mehr für jede Nase lange wahrzunehmen, aber nach 8 Stunden trotzdem Kompliment bekommen. Also keine Ahnung, das ist eben so. Und der hier, für den bekomme ich noch mehr Komplimente, der Aventus Cologne. Das ist einfach Aventus in frisch. Was hier ist, Versace Pour Homme noch mit ein bisschen reingemixt, aber ich habe beide. Also wenn ihr meint, ihr könnt das übereinander legen, den hier mit Versace Pour Homme bekommt ihr trotzdem nicht den hier. Da ist noch eine eigene DNA drin und also der kommt noch geiler. Der kommt, vor allen Dingen, wenn es warm ist, kommt das Cologne richtig nice. Aber Aventus, die ist einfach immer an Start und Frauen, ja, mögen diesen Duft einfach immer noch. Punkt. Ich hätte natürlich jetzt, warte mal, ich stelle das mal ganz kurz weg. Ich hätte natürlich auch jetzt Dylan Blue noch nehmen können. Ich hätte Bleu de Chanel wieder nehmen können. Ich hätte Versace, sag ich schon, Eros auch noch nehmen können. Ich hätte Dior Sauvage noch nehmen können und so weiter. Es gibt natürlich noch mehrere. Mal sehen, ob ich noch einen Teil mache. Auf jeden Fall, das sind 10 Düfte, wo ich merken müsst, Frauen lieben das. Frauen lieben diese Düfte und ja, ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen, wenn ihr diese Düfte tragt. Sehr, sehr geil und nice. Aber selbst Männer, ihr bekommt selbst von Männern, also dieser Prada Luna Rossa Sport wundert mich doch immer wieder, weil keiner denkt in dieser ganzen Reihe gerade, dass der so viel Komplimente bringt. Absoluter Wahnsinn. Also Leute, schreibt mal runter, was habt ihr für Düfte, wo die Frauenherzen, ja, niederknien und so weiter und so fort. Und dann sehen wir uns bald wieder. Reinhauen.